Der italienische Eurovision-Sänger von 2013 singt auch dieses Jahr wieder für Italien am Eurovision Song Contest 2023. Der Marco Mengoni hat in der Nacht vom 12. Februar das Sanremo Festival gewonnen und darf somit für Italien auf Liverpool am Eurovision Song Contest 2023 gehen. Er ist 34 und in der Nähe von Rom aufgewachsen. Seine musikalische Karriere hat 2009 angefangen, nachdem er die italienische Version von X Factor gewonnen hat. Mit seinem Siegersong schafft er es zum ersten Mal auf die italienische Chartspitze. Im Folgejahr tritt er zum ersten Mal beim italienischen Vorentscheid Sanremo an und kommt auf den 3. Platz. Ebenfalls in 2010 wird er von MTV als Man of the Year, bester italienischer Künstler und bester europäischer Künstler ausgezeichnet. 3 Jahre später tritt er nochmal beim Sanremo an, wo er schlussendlich auch gewinnt. Somit hat er Berechtigung, zum Eurovision Song Contest 2013 auf Malmö zu gehen. Wie die Vergangenheit zeigt, ist er im Mai 2013 mit L'Essenziale erfolgreich angetreten. Che sei per me l'essenziale. L'amore non segue le logiche, ti toglie il respiro e la sete. L'Essenziale. Mit dem kommt der Marco auf den 7. Platz vom Eurovision Song Contest 2013. Es folgen diverse Singles und Alben, die es in Italien immer wieder auf die Chartspitze schaffen. Total hat er 2,8 Millionen Alben verkauft. Auch 2023 nimmt er wieder am Sanremo teil und wird seit dem ersten Tag zu den grossen Favoriten gezählt. In der finalen 5. Nacht nehmen 28 KünstlerInnen teil. Über 21% der ZuschauerInnen läuten dann für den Marco und seinen Song «Due Vite» an. Auf Deutsch «Zwei Leben». In einem Interview mit Vanity Fair sagt er, dass der Song um eine Beziehung zwischen dem Rationalen und dem Unbewussten geht. Er beschäftigt sich mehrere Stunden pro Woche mit dem Thema und stellt fest, dass das Unbewusste ihn mehr und bessere Inputs gibt als das Alltagsleben. Weiter sagt er, dass er ein Sünder und ein Übeltäter sei. Es gibt Ohrfeigen, aber man muss im Leben immer weitermachen. Es gibt Momente der Langeweile und der Niederlage, aber das sei alles notwendig. Für ihn sei all das «Due Vite», so der Marco gegenüber von Vanity Fair. In der Lyric heisst es, wenn das letzte Lied ist und der Mond platzen wird, werde ich da sein und dir sagen, dass du dich irrst. Und du weißt das. Weiter heisst es, wohin gehst du, wenn das Leben zu weit geht? All die Rennen, Schläge und Fehler, die du machst. Das ist, was 2 Leben ausmachen. So die Lyric im Songtext. Und so tönt der Song von Marco Mengoni mit «Due Vite» für Italien am Eurovision Song Contest 2023. Se questa è l'ultima canzone poi la luna esploderà, sarò lì a dirti che sbagli, ti sbagli, lo sai, qui non arriva la musica e tu non dormi e dove sarai, dove vai, quando la vita poi esagera, tutte le corse, gli schiaffi, gli sbagli che fai quando qualcosa ti agita, tanto lo so che tu non dormi, 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 dormi mai, che giri fanno 2 vite. «Due Vite» von Marco Mengoni. Leider kann ich den ganzen Song hier nicht zeigen. Für die ihn aber in voller Länge hören wollen, habe ich den Link in die Infobox und in die Kommentare gepackt. Aktuell ist noch nicht 100% sicher, ob der Marco wirklich mit dem Song zu Liverpool antritt. Die Originalfassung ist nämlich etwa 45 Sekunden zu lang für den Eurovision Song Contest.
In der Pressekonferenz hat er gesagt, dass er mal schaut, wie die 3-minütige Version tönt und entscheidet dann, ob es den oder eben gleich einen anderen Song auf die Eurovision-Bühne schafft. Der Song könnte aber europaweit gut ankommen. In den italienischen Charts ist er damit direkt in den ersten Wochen auf den Platz 1 gekommen. Auch in den Schweizer Wochencharts hat er es in der ersten Woche auf den Platz 23 geschafft, die Woche darauf aufs 2. Als Teil der sogenannten Big Five wird Marco direkt im Finale am 13. Mai 2023 antreten. Letztes Jahr sind der Mammut und der Blanco für Italien auf Turin gereist. Brividi. Mit dem Song holt es den 6. Platz. Italien hat während ihrer 47 Teilnahmen 3 Mal gewonnen. Am meisten Punkte der italienischen GewinnerInnen haben die Måneskin geholt. Ma sono fuori di testa, ma diverso da loro. E tu sei fuori di testa, ma diversa da loro. Siamo fuori di testa, ma diversi da loro. Siamo fuori di testa, ma diversi da loro. Zitti e Buoni, der erfolgreichste italienische Song am Eurovision Song Contest. Nächstes Mal schauen wir dann auf Estland. Wie auch Italien schicken sie eine wunderschöne Ballade an Eurovision Song Contest. Mehr dazu in ein paar Tagen. Wenn ihr das und weitere Infos nicht verpassen möchtet, drückt ihr direkt auf Abonnieren. Da geht es jetzt wie immer zum Schluss mit den 5 aktuellsten Songs für auf Liverpool weiter. Danke fürs Interesse, sind lieb zueinander und bleiben gesund. Cause I know I'm strong when the world got me going.